Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Betriebshof, natürlich auch auf meinem Kanal hier bei Mehmet Oe. Heute habe ich wieder eine Busvorstellung. Der Maurice, der hat mir erzählt, obwohl ich das noch gar nicht gewusst habe, der 46 ist bereits auch fertig. Da ich die ganze Zeit ja immer auf Reise war, habe ich das gar nicht mitbekommen. Der Expo-Gestra, der Citaro, der ist auch fertig und den wollte ich euch gerne heute vorstellen. Aber vorher schauen wir uns hier unseren Betriebshof noch mal an, was hier noch so alles rumsteht. Wenn ihr wollt, dann bleibt dran. Bis gleich. Heute ist Sonntag und deswegen habe ich auch ein wenig Zeit, um euch mal hier den Betriebshof in Bergkamen noch mal zu zeigen. Ich weiß, ihr kennt das schon, ihr wart schon mal hier, mit mir zusammen natürlich. Allerdings nicht, wenn so viele Busse stehen, und es werden hier auch immer mehr Busse. Wie ihr sehen könnt, steht alles hier, der 639, der Gelenkbus hier, eben als VKU-Bus. Der 11 hier von dem neuen Busfahrer, den ich mal eingewiesen hatte. Dann unser Reisebus, der ist noch abgemeldet. Und was war das jetzt für einer? Manche erkennen das schon an der Werbung, aber da ich nicht so oft hier bin, 914, dann ist unser Setra, der Doppelstock, auch da. Und wie ihr sehen könnt, auf der anderen Seite, da sind auch noch welche, der 1006, der 89, 1054, der 32 und 820. Wenn ihr von diesen Bussen ein paar erkannt habt, die ich noch nicht vorgestellt habe oder die ihr gerne noch mal sehen wollt, könnt ihr das natürlich in den Kommentaren schreiben. Das müsste hier der 1043 sein, den kenne ich noch von seiner Lackierung, wollte ich schon sagen. Von der Werbung her, mal gucken, ob das auch stimmt, was ich euch erzähle. Ja, 1043. 856, den hatte ich euch ja schon vorgestellt, und das ist der 846, den will ich euch jetzt mal vorstellen. Ich hole mal die Schlüssel, ja, den kennt ihr ja auch, heute mal ohne mich. Ich hole die Schlüssel und melde mich gleich wieder, Leute. So, gesagt, getan. Schlüssel habe ich schon mal, ja, so schaut's aus. Dann gucken wir mal erstmal so von außen. So kann man nicht viel sehen. Ich fahre den mal am besten gleich erstmal raus, so dass er hier irgendwo frei steht. Dann können wir uns den auch besser anschauen. Was haltet ihr davon? Oder wollt ihr miterleben, wie ich den zum ersten Mal anmache? Mal gucken, vielleicht gibt es da ja was anderes. Was sagt ihr? Okay, ich habe euch gehört. Ich nehme euch mit beim ersten Mal starten. Der hat normalerweise ja hier einen Trennschalter. Bei dem weiß ich nicht, ob wir das machen müssen, sollen. Keine Ahnung. Bei manchen Bussen ist es ja sogar zwingend notwendig, die reinzulegen, wenn er länger steht. Jetzt sprich über das Wochenende und so. Aber jetzt können wir den schon mal so beobachten. Oder hat da am Spiegel schon jemand, irgendwo ist da schon mal was dran gekommen. Das sieht mir immer, diese Kratzer sehen mir immer aus, als ob, wenn die Betriebshof bei uns da langfahren. Hat der das auch? Der hat oben nur so einen Knacks, der hat das nicht. Okay. Gut, dann gucken wir mal, ob die Tür, das sehe ich, ob die, ja, der hat keine Luft, kriegt man den so schon auf. Die meisten Busse, Leute, das hat jetzt nichts mit, dass sie defekt sind oder so zu tun. Ist tatsächlich so, auch neue Busse verlieren mit der Zeit, wenn die lange stehen, eben halt Luft. Deswegen sind sie luftlos und kann man die dann so öffnen. Aber was ich jetzt gerade schon direkt sehe, schaut mal, Mercedes-Schild ist dran. Ihr hattet ja gemeckert, oh, Mercedes-Schild ist abgegangen. Das habe ich mal weitergeleitet. Und der Lackierer, der das hier alles so gemacht hat, der hat dann auch dieses Mercedes-Schild auch direkt dran gelassen. Allerdings, das war eben halt, warum die das letztes Mal nicht dran gemacht haben. Hier, wie ihr sehen könnt, wo ist mein Finger überhaupt? Ach, da ist mein Finger. Da dieses Loch, sonst ging das nicht, um diesen Spuckschutz hier, Echtglas, hier dran zu machen. So, dann gehen wir mal erstmal rein. Okay, ich mache mal auf
So habt ihr noch eine bessere Ansicht. Ja, sauberen Eindruck macht er schon mal. Gucken wir mal, ob der auch direkt Zündung hat. Ja, wunderbar. Ich bin jetzt auch zum ersten Mal hier drin. Erstmal hochfahren lassen, wie ihr wisst, dass alles Strom hat, die ganzen Steuergeräte und so. Und dann erst so nach ein paar Sekunden, dann probieren wir mal. Wow, direkt sofort 2-3 Umdrehungen und der ist angesprungen. Der hat schon 840.756 Kilometer gelaufen. Da sind die Papiere. Ich schaue mir den mal an, was für ein Baujahr und was für ein Modell das und so ist. Aber das sind die gleichen, die wir ja auch bekommen haben von der Bogestra. Wartet mal. Leute, ich habe den Fahrzeugschein vorliegen. Ich lese euch das mal eben vor. 220 kW hat der. Das ist ein Citaro O530G und darunter steht noch A22. Und was haben wir noch? Baujahr 22.07.08. Also die 8 ist für Baujahr 8, so wie es ausschaut. Dann Breite normal 2,55, allerdings ohne die Spiegel. Die Spiegel, die ragen dann ja so ein bisschen weiter raus. Da müsst ihr immer bedenken. Und die Länge 17 Meter 948 Zentimeter, also knapp fast 18 Meter lang das Geschoss, wenn man von hier aus mal so hinschaut. Ja, wirklich ein gewaltiges Stück. Der Volvo ist ja schon mit 14 und noch was schon lang, aber dahinter ist noch mal fast 3 Meter lang. Zieht er sich hinter sich. So, das war ein schweres Wort. Ich melde mich mal eben an, Leute, sonst piepst das die ganze Zeit, wenn wir gleich Probefahrt machen. Und wir werden Probefahrt machen. Hier wird der Tocken hier angelegt. Ich gebe mal eben die Kilometer, die merkt er sich ja immer. So, Schichtstart, bitte warten. Okay, so, jetzt wird er auch nicht mehr piepsen. Hier vorne ist alles eigentlich geblieben, ne? Mit Retarder, mit den ganzen Türen. Wir können gleich, wenn ich rausgefahren habe, die Türen und so alles mal gucken, ob das auch alles so klappt. Wichtig ist für uns ja, wenn er fährt, ob der schön leise ist, der Motorsound und so. Lasst mich den mal rausfahren und dann schauen wir weiter. So, gesagt, getan. Der Bus ist rausgefahren. Aber schaut euch das mal an, Leute. Warte, ich mache mal nochmal so Ganzaufnahme. Was für ein Geschoss, oder? Jetzt sieht man erstmal diese fast 18 Meter Länge in einem. Und wenn man jetzt diesen Capacity oder wie der heißt, mit 4 Achsen, den sich auch noch mal vorstellt, noch einen Meter dahinter, noch ein Bus sozusagen dahinter, da könnt ihr sehen, dass das wirklich was Feines ist, den mal fahren zu können und zu dürfen natürlich. So, wir schauen uns das jetzt mal an. Schöne Lackierung, eine Verkaufslackierung, sagen wir mal so. Natürlich sieht man da und hier noch ein paar Sachen, aber immer noch besser, als wie er vorher war, mit dem oben grün und so was alles. Aber für Schulfahrten ideal für das Auge, dass man eben halt sieht, oh, es ist ein neuer Bus da. Hier hatte ich ja schon mal gefragt, was das ist. Der Jeffrey sagte, weil ja auch der Auspuff hier ist, wenn die irgendwie was hier an Abgasen und so messen oder so, da kann man die wohl hier so dranhängen. Hier so ein Teil. Keine Ahnung, ob das stimmt. Jeffrey kann mich da ja auch noch mal korrigieren. Ihr kennt ja, Jeffrey ist ja mein Moderator, mein Mod sozusagen. Und so sieht das Teil
hier aus. Wir gucken uns natürlich auch den Motor und hören den Motor auch noch gleich an. Aber erst gehen wir mal hier so ein bisschen rund. Ja, wirklich sehr schön. Wenn ihr wollt, kann ich euch hier auch schon mal, wenn er nicht abgeschlossen, der ist abgeschlossen, okay, macht Sinn, weil dahinter ist auch der ganze Trennschalter und so was alles verbaut. Ja, mal gucken, ob die Dinger verblombt sind. Ja, letztes Mal hattet ihr, wisst ihr, da hat es ja geklappert und keiner wüsste, wo das herkommt. Dann habe ich das ja mit einem Tesafilm festgeklebt und hier ist er auch schon ganz weg. Ja, so jetzt schauen wir uns den nochmal von innen an. Feuerlöscher ist an seinem Platz, Drucker ist an seinem Platz, Kasse ist an seinem Platz. Wirklich sehr schön. Was hat der Kollege hier was gemacht? Hier kann er irgendwie, keine Ahnung, sein Berichtsheft hat extra nochmal das geklebt, damit das hier nicht umknickt. Kann er seinen, sagt schnell, seinen Fahrauftrag da rein klicken, klipsen. Hier die Dinger, ist nichts drin. Ja, wunderbar. Auch ganz in Rot. Die haben wohl das damals so bestellt, aber mit schön gepolstert alles. Der Entriegler wollte ich schon sagen. Wie komme ich immer auf so komische Sachen, Leute? Der Entwerter, der ist auch da. Stoppschild an seinem Platz. Stoppschild. Schalter für Stoppen. Ey, heute ist irgendwas mit mir durcheinander hier. Keine Ahnung. So, hier fehlt etwas. Okay. Der ist auch gut, damit die älteren Leute hier nicht rausfallen. Ja, aber sauber. Hier der Notsitz. Der geht auch von alleine wieder hoch oder sollte von alleine hochgehen. Machen wir ein bisschen helfen. Ja, okay. Kein Neufahrzeug, ne? Das muss man sich auch immer bedenken. Hier die Vierergruppe wie ein Wohnzimmer. Das sage ich ja immer wieder. Auch mit Überwachungskameras natürlich. Alles gut ausgestattet. Jetzt noch mal unser Blick von hier oben. Jetzt ist der Knick zwar dann da, aber trotzdem sehr, sehr schön. Ich mache auch draußen gleich mal ein Foto, so wie er hier steht. Dann können wir das ja auch als Titelbild benutzen. So, jetzt ist die Frage mit den Türen. Genau. Wir lassen den mal laufen, dann gucken wir uns mal die Türen an und hören uns den Motor an und schauen uns den auch an. Und dann fahren wir natürlich eine Runde damit. So, dann fangen wir mal an. Erstmal wieder hochfahren. Oben Zielschild kann ich mal. Sonderfahrt. Zielschild, Sonderzeichen, zack, zack. Fehlingreisen eintippen. Sieht immer besser aus. So, dann lassen wir mal laufen. Störung Außenbeleuchtung. Bremslicht ist defekt. Okay. Kann sein. Müssen wir Bescheid sagen. So, draußen ist es 21 Grad. Was hat er noch alles anzubieten hier? Die Kessel sind schon voll. Öldruck hat er auch genug. Weiter. AdBlue halb. Okay. Tank ist voll. Ölstand ist okay. Temperatur Wasser, Temperatur Öl, Temperatur Öl. Auch Getriebeöl und drunter ist Temperatur Öl. Auch alles erstmal noch okay, 40. Wir haben den ja noch gar nicht warm fahren lassen. So, Störung Außenlicht. Okay, da wird er gleich nochmal auftauchen. So, dann haben wir die Tür 1 für vorne. Klappt. Tür Mitte geht auch auf. Mal gucken, ob es auch wieder zugeht. Ja. Ohne dass da jemand was tut, ist sie auch auf und zugegangen. So, die hintere Tür ist nur die Freigabe. Die müsste jetzt von außen und von innen aufzumachen sein. Und der müsste auch, die mittlere Tür müsste auch von außen aufzumachen sein. Das ist ja immer das Schöne hier dran gewesen. Ne, mal gucken, ob das mit den Außenmikrofonen. Ich sehe gerade hier Außenmikrofon, Innenmikrofon. Mal gucken, ob das klappt. Interessiert mich jetzt mal. Hallo, hallo. Und außen? Hallo, hallo. Außen geht nicht, aber innen geht. Das ist Pflicht. Okay. So, jetzt schauen wir uns mal die Türen noch mal von der Mitte an.
Freigabe ist erteilt. Das ist das Zeichen, wenn jemand jetzt raus möchte. Entweder kann ich das von da aus öffnen oder der Kunde, der öffnet das von hier aus. Aber die sollte jetzt nicht von alleine zugehen. Genau. Ne? Hier hat der Fahrer jetzt keinen Einfluss darauf. Erst wenn er die Freigabe wegnimmt oder beziehungsweise die Freigabe, wenn er wegnimmt, passiert auch nichts. Er muss die separat von vorne aus zumachen, sonst bleibt die immer auf. Das probieren wir natürlich, nicht, dass ich euch wieder was Falsches erzähle. Hier ist auch die Freigabe erteilt, das sehen wir an den Lichtern. Und geht auch auf, müsste aber von alleine zugehen. Klappt. Wenn jetzt aber ein paar Schüler hier mittendrin stehen, hier so an diesem gelben Dings zum Beispiel hier, da geht er nicht zu. Ne? Und wenn die sich dann drängeln hier und der Fahrer kann nicht losfahren, weil die Türen auf sind. Ne? Deswegen, der muss hier so einen Schritt zurückgehen, wenn wir jetzt hier von diesem gelben weg sind. Das reicht dem auch noch nicht. Noch ein Schritt. Jetzt erst. Also, wenn ihr Schüler seid und ihr in so einem Gelenkbus seid, nie in diesem Bereich hier ab hier bis hier vorne hin. Ja, nicht stehen bleiben, dann geht die Tür nicht zu. Dann muss der Fahrer euch ermahnen, geht weg von der Tür, sonst kann ich nicht losfahren. Und ihr wundert euch, warum die Tür nicht zugehen. Aber um den Busfahrer natürlich zu ärgern, was ihr ja nicht machen sollt, ja, könntet ihr das machen. Aber bitte nicht nachmachen und nicht nachsagen. Ne? Und Busfahrer, ihr wisst, nimmt das mit Humor. So, Freigabe weg. Die mittlere Tür, wie ihr sehen könnt, bleibt immer noch offen, bis der Fahrer hier von alleine zumacht. Jetzt mache ich die Freigabe nochmal auf, weil wir das ja von außen auch nochmal probieren wollen. Bei der Gelegenheit hören wir uns auch den Motor gleich an. So, hier sind die Freigabe oder beziehungsweise die Türöffner. Wenn jemand mit einem Rollstuhl oder Kinderwagen, der kann da drauf drücken, mal gucken. Jawohl. Oder eben halt normale hier drauf. Da passiert jetzt nichts weiter. So, und wenn ganz hinten, Einstieg ist zwar hier auch noch erzählt, vorne einsteigen, ne? Aber wenn irgendwann mal dieses Ticket kommt, wo man umsonst überall fahren kann, vorne, hinten einsteigen, da ist es natürlich, braucht dann nur hier drauf drücken, normal, so. Und dann geht die Tür auch auf. Die geht aber allerdings von alleine auch wieder zu. Wunderbar. Da wir jetzt ja auch schon hier hinten sind, hören wir uns natürlich den Motor Jeffrey, das habe ich extra für dich aufgenommen, damit du den Leuten erzählst, wo was ist. So, ich mache nur mal ein Foto, wie er hier so steht, und dann fahren wir den eine Runde. Bis gleich. So Leute, es geht los. Türen sind zu, alles schön eingestellt, Fenster und so alles zu, damit wir keine Geräuschkulisse haben, sondern nur den Sound von dem Motor und den Sound von Man Away. Ich versuche mal diesmal nicht so viel zu labern. Manche haben gesagt, oh, halt doch mal den Schnabel, wenn du redest. Aber wie soll ich euch das erklären, wenn ich den Schnabel halte? Meine Freundin sagte auch immer, ich muss mal leise drehen, du bist wie ein Radio. Ich sage, ja, dann dreh das mal. So, auf geht's. Zack. Jawohl. So, erstmal hier raus. Immer schön großen Bogen nehmen. An der Dachrinne hier ganz kurz vorbei und dann hinten immer aufpassen, der Arsch, dass da hinten alles mitkommt. So, wir machen unsere berühmte Runde, einmal Bergkamm hoch und dann hinten wieder raus. Aber ich sehe hier, der ist die Federung, ich mag das nicht, wenn er so hoch federt.
Ich mag das lieber hart. Ihr wisst, hart ist gut, aber hier am Sitz auch. So, dann probieren wir mal. Also der lässt sich schon mal sehr gut lenken, das ist schon mal gut. Ja, ganz... Hat der Klima? Es scheint hier so ein Klimazeichen. Ja, der hat Klimaanlage, Leute. Habe ich gerade gar nicht vergessen zu erzählen. Ist auch direkt angegangen. Das ist doch schon mal super. Ich habe das Zeichen hier gesehen. Ich denke, oh, Klima. Schön, funktioniert. Hey, endlich mal ein Bus mit Klima. So, dann fahren wir mal hier rechts rum. Hier irgendwo ist einer, der passt immer auf, dass ich hier schön 30 fahre. Machen wir jetzt auch. Aber sonst, ihr hört nichts, Leute. Merkt ihr das? Okay, das ist jetzt hier normal hier so ein bisschen, aber kein so ein richtiges Geklappere oder so. Ja. Auch der Motor. Ja, wirklich toll. Ne, die kann man schön gemütlich fahren. Ja. Letztens hat einer geschrieben in den Kommentaren, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Einer ist erwischt worden oder hat keine Ahnung, welche Verkehrsunternehmen, weil der Fahrer nicht so gefahren ist die ganze Zeit. Mich kann doch keiner zwingen, die ganze Zeit hier so zu fahren, Leute. In der Prüfung kann ich das verstehen. Ja, aber 8 Stunden, 9 Stunden lang hier die ganze Zeit hier so fahren, ey, ich krieg Schulterschmerzen. Wenn die irgendwann mal so ein Gesetz rausbringen oder so, dann kündige ich. Wirklich. Passiert doch nichts, wenn ich hier so fahre. Ich kann nur sofort eingreifen. Und bei den 30er-Zone hier 30. Was soll da passieren? Auch wenn ein Kind jetzt rüber, ich kann sofort anpacken und Dings gehen. Naja, anderes Thema. Konzentrieren wir uns mal wieder hier auf den Bus. Ich versuche jetzt mal so eine Ehrenrunde hier im Kreisverkehr so zu drehen. Mal gucken, wie der sich verhält. Hier seht ihr, hier brauche ich jetzt zum Beispiel 2 Hände. Und hinten natürlich gucken, dass er mitkommt. Oh, was ist das denn für ein Geschoss? Könnte man auch leicht übersehen. Ja, der kommt schön mit, lässt sich schön drehen. Ast rein. Ja, hier wieder raus, blinken und schön raus. Jawohl. Kickdown klappt auch, obwohl ich gerade erst 30 hatte, habe ich den nochmal runter, ist er direkt auf 1 gegangen. Ich wollte das Teil hier nochmal gucken, vorne. Der ist er am Trampeln oder was ist das für ein Teil, Leute? Der hat sie doch nicht mehr alle, oder? Also wenn jemand da Spaß daran hat, okay. Wollen wir den mal nicht direkt verurteilen. Nachher sieht er das Video noch und dann sagt er, was, der hat mich beleidigt. Nein, nein, ich nehme alles zurück, Kollege. Jedem das seine. Leben und leben lassen. So, normalerweise müssen wir ja hier rein, aber das war ein bisschen zu kurz. Wir fahren bis zum nächsten Kreisverkehr und drehen da auch noch mal. Aber gegen den Bus ist nichts zu beanstanden. Wirklich tolle Kiste. Das war wirklich ein schöner Schachzug vom Chef, dass er sich diese Bogestra geholt hat hier. Diese Bogestra. Diese 4 Citaros von Bogestra. Ne? Jetzt können wir hier in den nochmal reingucken, hier, wenn er nicht schnell ist. Dort, der ist am Trampeln, das ist ein Fahrrad. Okay, wenn er Spaß daran hat. Auf jeden Fall, der Bus, der ist gut. Ich habe noch nicht das Glück gehabt, mit denen mal komplett so eine Schullinie oder sowas zu fahren. Jetzt im Sommer bin ich ja eh immer mit dem Volvo unterwegs. Aber ansonsten, die kann man trotzdem auch noch auf Linien normal einsetzen, Leute. Da passiert gar nichts. Wenn der Auftraggeber das erlaubt, kann man das. So, hier nochmal, hier einmal rum. Der ist auch schön Wendekreis. Mit einmal kommt man hier so rum. Und hinten kommt er auch immer schön mit. Jawohl.
Die können wir noch ein bisschen beschleunigen. Ja, aber 50. Schön. Jetzt werdet ihr wieder sagen, warum nimmt auch bei denen, das muss ich eben noch mal ganz kurz erklären. Ein paar hatten das schon mal gesagt, der hat doch Retarder, warum benutzt du nicht den Retarder? Leute, ich habe gerade schon erstmal 30 oder 40 Tempo drauf. Und wenn ich mit einem Fußbremse einfach nur so antickse, dann sehe ich das Symbol hier von dem Retarder, sehe ich ja hier schon erscheinen. Für mich ist das unlogisch, den hier nochmal, aber wenn du jetzt 60, 70 drauf hast und du willst, sag ich mal, hinten irgendwo anhalten, da kann man den so Stufe für Stufe, ja, 4 Stufen hat er sogar. Oder warte mal, 1 und nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5 Stufen hat er. Einfach mal langsam schön abbremsen. Aber für diese, wenn ich jetzt bremsen will, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das rüberkommt mit der Kamera, ich will jetzt hier bremsen, da erscheint schon das Symbol R. Ja, der Retarder ist jetzt ja schon drin. Warum soll ich den denn nochmal hier mit so ranziehen? So, wir sind wieder zurück. Auf seinen Platz stellen wir den wieder hin, damit der Kollege Montag direkt hier mit losfahren kann. Schön gerade. So ist gut. So, ich mache die Verabschiedung. Wartet. So Leute, das Video ist zu Ende. Ich wollte mich noch verabschieden von euch. Einfach nicht nur Cut machen und Tschüss und auf Wiedersehen. Man sieht sich ja nächstes Mal wieder. Dann werdet ihr sagen, oh, du hast uns gar nicht verabschiedet. Also, ich verabschiede mich von euch, Leute. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, dieses Video. Wieder mal eine neue Busvorstellung. Ich habe ja bald diesen 9-Euro-Ticket, habe ich mir ja auch schon gekauft und werde damit, wenn ich Zeit habe, vielleicht in den Urlaub oder so, wenn ich nicht in der Schweiz bin, euch die Bahnhöfe, wo ich überall so hinfahren kann mit diesem 9-Euro-Ticket und die Busse natürlich auch zeigen. Aber wie ihr gemerkt habt, nach den ganzen Schweiz-Videos, ich bin nicht davon abgewichen. Meine Linie bleibe ich treu. Ich bezahle, sage ich schon. Ich zeige euch natürlich auch noch Busvorstellungen. Das geht immer weiter. Ich lasse mir immer wieder was Neues für euch einfallen, weil bald haben wir ja die 100.000 Marke geknackt. 2000 fehlen mir noch knapp. Vielleicht schaffen wir das ja dieses Jahr. Letztes Jahr wurde ja nichts draus wegen Corona und so. Aber vielleicht dieses Jahr. Spreche ich mal nochmal an. Vielleicht hilft ihr mir mit dabei. Ich wünsche euch noch alles Gute. Bleibt weiterhin gesund. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns hier wiedersehen. Auf dem Kanal von... Genau. Memeroe. Ciao Leute.